Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Und heute möchte ich euch was Interessantes zeigen, was ich zufällig gesehen habe. Und ich habe noch niemanden darüber reden hören. Und ich denke auch nicht, dass das groß bekannt ist, weil das, worüber ich reden will, spiegelt oder findet sich auf dem Server La Wolf wieder. Und die meisten von uns spielen wahrscheinlich nicht dort. Also ich weiß, es gibt ein paar Leute, die auf anderen Servern spielen, in Amerika und in Asien. Aber nicht sehr viele. Die meisten Deutschen sind entweder auf Borodeng oder Totemia. Oder irgendwo in Europa auf jeden Fall. Wobei, sehr viel mehr gibt es dann auch gar nicht mehr. Aber ist egal. Jedenfalls, ja, es ist was ich zufällig gesehen habe. Und es ist auf Facebook. Deswegen ist schon mal der erste Grund, warum das die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Und das zweite ist, es handelt sich um einen philippinischen Livestream. Und auch jetzt nicht unbedingt der bekannteste von Sadako TV. Und fand ich ganz interessant, weil ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert. Also ich folge Flive Universe, also ich kriege auf Facebook eigentlich nur Flive-Benachrichtigungen, weil alles andere habe ich sowieso nicht mehr abonniert oder so. Und dann bin ich da zufällig drüber gestolpert und es war echt sehr interessant, weil es eröffnet Raum für das Argument, dass vielleicht die philippinischen Spieler, die ja einerseits die größte Playerbase auf der ganzen Welt darstellen, in Flive, also ungefähr 1/3 aller Flive-Spieler sind aus den Philippinen, hat zumindest eine Testung beim letzten FEC-Server ergeben. Deutsche Spieler sind weit dahinter. Wir sind nur ungefähr etwas unter ein Fünftel, glaube ich. Und dann englische oder amerikanische Spieler waren, glaube ich, knapp über 10%. Also irgendwie so auf jeden Fall. Und vielleicht können wir das Argument in den Raum werfen, dass die philippinischen Spieler tatsächlich am meisten Spaß in dem Spiel haben und vielleicht auch am wenigsten verlernt haben, so ein bisschen Oldschool-Flive und so, weil das, was ich jetzt euch zeigen werde, das hat auf Borodeng, glaube ich, noch nie so in der Form stattgefunden. Und ich denke auch nicht, dass es jemals stattfinden wird. Und es ist richtig geil. Und um was es sich handelt, ist quasi das Folgende. Und zwar ein guter alter Street-GW zwischen zwei Gilden, zwischen Wasaps, also Wasaps, und zwischen Sirius. Und ihr seht wahrscheinlich jetzt schon, was da auf euch zukommen wird. Und es ist wirklich geistesgestört. Es sind zwei Gilden. Also ich glaube, die Leute sind da extra. Also leider verstehe ich natürlich keine philippinische Sprache. Deswegen muss ich mir ein paar Sachen natürlich zusammenreimen. Aber das Ganze ist im Endeffekt so: zwei Gilden mit unfassbar vielen Mitgliedern. Wahrscheinlich mehr Mitglieder als auf Borodeng aktiv spielen gefühlt. Aber scheinen auch einige Leute wirklich nur dafür gejoint zu sein, weil sobald es vorbei ist, lieben sau viele Leute auch die Gilde. Also die Gilden sind wahrscheinlich normalerweise nicht so groß. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall findet hier ein riesiger Guild War statt. Ihr seht es schon im Killfeed. Die ganze Zeit werden Leute gekillt und so weiter. Und ganz Flares war voll nur mit diesen beiden Gilden. Und nicht nur, dass sie jetzt hier so ein Oldschool Guild War sich reingezogen haben, gegeneinander gekämpft haben. Just for fun, I guess. Also ich denke nicht, dass es darum großartig was ging. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass es da jetzt um allzu viel ging. Also sicherlich vielleicht irgendeine kleine Belohnung oder so, aber es ist nichts ultra krasses. Man sieht auch ein paar random Leute kommen vorbei und denken sich wahrscheinlich auch, was geht denn hier ab? Die so ein bisschen zuschauen. Und ja, ganz Flares ist quasi voll mit diesem Gildenkrieg. Und das Krasseste an der ganzen Sache ist, das geht einfach über 2 Stunden. Also wie gesagt, das ist nicht einfach nur mal so kurz hier, hey, habt ihr Bock, kurz Gildenkrieg zu machen? Wir warten gerade auf irgendwas oder so vorm Guild War, nach dem Guild War. Es ist einfach 2 Stunden, hauen die sich hier gegenseitig auf die Fresse, just for the lols, I guess. Und finde ich schon ziemlich crazy, dass es sowas überhaupt noch gibt. Weil, wie gesagt, auf Borodeng bin ich mir ziemlich sicher, hat sowas noch nie stattgefunden. Vor allem nicht in dem Ausmaß. Also sicherlich gab es schon mal ein Street-GW, aber über 2 Stunden und in der Größe, wo wirklich, keine Ahnung, 70 gegen 70 oder so antreten. Das ist wirklich sehr viel los. Es gibt an so vielen Ecken gekämpft und man sieht gar nicht alles. Man sieht natürlich nur die POV von einer Person. Der wurde auch gerade erseilt, aber ist nicht gestorben. Und ja, fand ich einfach nur sehr interessant. Dachte ich mir, kann ich euch mal zeigen, hier so ein bisschen als Reaction-mäßiges. Und wie gesagt, kann man das Argument in den Raum schmeißen, dass die philippinischen Spieler immer noch so spielen wie früher. Also ich meine, sowas, selbst bei Flive PC, ganz ehrlich, bei Flive PC hat sowas wahrscheinlich auch in den letzten 10 Jahren kein einziges Mal stattgefunden. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seit ich nicht mehr so aktiv spiele, oder sagen wir es wie es ist, ich spiele eigentlich gar kein Flive PC mehr, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas dort aktuell stattfindet. Also da ist es wahrscheinlich auch schon über 10 Jahre her, dass das letzte Mal etwas in dem Ausmaß stattgefunden hat. Oder generell, selbst wenn es weniger Leute wären, auch mit weniger Leuten findet sowas nicht statt, ja. Vor allem nicht über 2 Stunden. Also es ist wirklich richtig, richtig cool, finde ich eigentlich. Und ich bin zwar selbst nicht so der Interessierteste dran, also ich hätte jetzt wahrscheinlich auch keinen Bock, 2 Stunden Guild War zu spielen oder so Street-GW. Aber es gibt ja immer viele Leute, die wünschen sich so die alten Zeiten zurück, die Nostalgie.
und eben auch sowas wie Street GW. Viele Leute, da sieht man es jetzt ein bisschen besser, wie viele Leute eigentlich am Start sind. Wobei, wie gesagt, es sind natürlich auch ein paar Zuschauer dabei, muss man auch noch dazu sagen, auf jeden Fall. Ein paar andere gehen, die sich da noch mit reinmischen tatsächlich. Aber ja, ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich denke mir halt immer so, wenn sich das so viele Leute zurückwünschen, dann könnte man das doch eigentlich einfach machen. Und die philippinischen Spieler beweisen hier, und ich denke mal, das ist auch nicht das erste Mal, dass das stattfindet, das findet wahrscheinlich öfter statt, kann ich mir gut vorstellen, weil so viele Leute, wie da am Start sind, denke ich mal nicht, dass die das nur einmal machen. Scheint ja richtig großes Interesse dran zu sein. Und ich denke mir halt, wenn bei uns auch so großes Interesse daran bestehen würde, dann würden es die Leute bestimmt machen. Wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil ich bin ja generell kein riesiger Fan von PvP. Vor allem nicht über 2 Stunden. Aber, ja, es findet bei uns nicht statt. Das heißt, offensichtlich, und das ist auch das, was ich immer so sage, irgendwie hat halt keiner mehr Bock drauf. Keiner hat mehr wirklich Zeit dafür. Jeder will halt Fortschritt haben, grinden. Und bei sowas macht man natürlich keinen Progress. Du machst ja im Endeffekt einfach gar nichts. Also fürs Weiterkommen deines Charakters machst du im Endeffekt gar nichts. Das macht Spaß, das ist safe, aber weiterkommen tust du so halt nicht. Und ich denke mal, wir Deutschen sind einfach zu sehr darin gefangen, Progress zu machen, unsere Zeit nicht zu verschwenden. Und deswegen wird sowas halt nicht stattfinden. Obwohl es ein paar Leute gibt, die sich das wünschen, aber die große Mehrheit bei uns ist anscheinend so drauf, wie ich quasi, dass sie da halt kein Interesse dran haben. Weil, wie gesagt, sonst hätte sowas bestimmt schon mal stattgefunden. Also, wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es noch nie stattgefunden hat, das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich habe davon noch nie was mitbekommen, sagen wir es mal so. Und ja, also sowas spricht sich ja auch rum. Für sowas würde Werbung gemacht werden. Und sowas kriegt man halt bei uns einfach nicht mit, weil es literally nicht stattfindet. Vor allem nicht in diesen Ausmaßen, über diese Zeit, in der Größe. Also wie gesagt, man sieht es hier auch in Flares, stehen immer 50 Leute beim Rebuffen gefühlt. Und dann geht's wieder los. Und ja, ist schon ziemlich cool. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier gerade bei der 1,5 Stunden Marke, da ging es so ein bisschen zu. Ist er gerade gestorben, da ist wieder ein bisschen weniger Action. Aber es geht wirklich über die vollen 2 Stunden bellen die sich hier. Ich weiß nicht, ob auch irgendwo mal der Guild War endet, weil der Leader gekillt wird, aber ich schätze mal, die Leader sind irgendwo in Sicherheit, dass die nicht gekillt werden können. Dass man sich halt wirklich just for the Lords battelt. Und ja, es ist wirklich geistesgestört. Also ich finde, tatsächlich, wenn ich das so sehe und als ich es gesehen habe, dachte ich mir so, damn, da bekommt man irgendwie doch fast Lust mitzumachen. Wahrscheinlich keine 2 Stunden, aber so 10, 20 Minuten wäre es wahrscheinlich schon ganz lustig eigentlich mal. Und ja, richtig, richtig cool. Dann können wir uns noch das Ende angucken vielleicht. Ich weiß gar nicht, wer gewinnt tatsächlich. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Genau, also sind wir bei 2 Stunden 28, bei ungefähr einer halben Stunde von dem Livestream beginnt das Ganze. Ich verlinke euch das natürlich auch, dass ihr es euch selber nochmal angucken könnt, falls es euch interessiert. Aber wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich nichts verstehen, weil sie reden eigentlich ausschließlich auf Filipino, soweit ich weiß. Und ja, ich spreche die Sprache leider nicht und die meisten von euch wahrscheinlich leider auch nicht. Aber ja, genau, wer gewinnt, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Steht der normalerweise da oder ob sie einfach den Genkrieg beenden? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ist auf jeden Fall crazy, dass man da auf 2 Stunden Lust hat und da auch wirklich die meisten Leute noch Lust haben. Hätte ja auch so sein können, okay, nach 2 Stunden ist kaum noch einer am Start oder so. Aber ist nicht so. Wird gefühlt nicht weniger. Mehr wahrscheinlich auch nicht, aber weniger auf jeden Fall auch nicht. Genau, okay, ich dachte jetzt hier wäre schon das Ende. Kann man auf Facebook skippen? Ah ja, 10 Sekunden. Okay. Jetzt müsste es eigentlich gleich kommen hier. Haben wir einen Sieger. Ich dachte am Anfang auch, die eine Gilde heißt Wasabis und nicht Wasabs, aber gut. My bad. Wäre schon interessant, was man auch so hört dann am Ende, was sie noch sagen dazu. Aber wie gesagt, leider keine Chance, da groß was zu verstehen. Uff. Beckasalt. Okay. Sirius wird gerade auf jeden Fall heftig zurückgedrängt. Könnte vielleicht auch sein, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass man nur eine begrenzte Anzahl an Leben hat. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil da hat ja kein Mensch einen Überblick drüber. Glaube ich jetzt eher nicht. Aber wäre interessant, wie sie dann am Ende entscheiden, wer gewinnt. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die Gildenleiter die ganze Zeit mitgekämpft haben, über 2 Stunden, dann erst nach 2 Stunden gekillt würden. Das dauert dich auch ein bisschen. Könnte aber sein, theoretisch. Ich meine, wenn so ein Gildenmeister Full-Tank rumläuft und von 3 oder 4 Ms und laut... Oh! The guild duel has finished. The guild Wasabs has won. Oh, victory duel to number of opponents killed. Ach, kann man das einstellen? Damn.
Das ist geistesgestört. Ja, das wusste ich gar nicht, dass man das einstellen kann. Ah, jetzt sehe ich gerade, da ist noch ein zweiter Genenkrieg mittlerweile am Laufen. Lol. Auch nicht schlecht. Aber ja, das war's so ein bisschen, was ich euch zeigen wollte. Richtig, richtig cool. Wie gesagt, also ich gehe stark davon aus, dass es nur Just for the Lloyd stattgefunden hat. Ich denke nicht, dass es da groß um was ging oder dass das hier irgendwas, also offiziell war es auf jeden Fall nicht, war offensichtlich eine Community-Aktion. Und ja, das heißt, für alle Leute, die an sowas wirklich viel Interesse haben, müsst ihr vielleicht auf La Wolf spielen, weil dort findet sowas offensichtlich statt. Und auf Buroding meines Wissens nach so gut wie niemals oder auf anderen Servern denke ich mir auch so gut wie niemals wahrscheinlich, vor allem nicht in dieser Größe, in dem Zeitumfang, in diesem Ausmaß, wird das wahrscheinlich tatsächlich nirgendwo stattfinden. Und das ist halt schon etwas, wofür man die philippinischen Spieler so ein bisschen bewundern kann, weil sie irgendwie noch mehr so diesen Oldschool-Faktor haben und die Dinge tatsächlich teilweise einfach noch machen wie früher halt auf den alten Servern, richtig oldschool, nostalgiemäßig, wie wir es halt tatsächlich einfach nicht mehr machen. Aber ja, ich fand's interessant. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.